Servus bei AAS24 auf unserem YouTube-Kanal. Wir zeigen euch heute im VW T5 das Nachrüsten einer Rückfahrkamera in der Heckklappe mit der Kabelverlegung. Wie funktioniert das alles im Fahrzeug drinne und wie schließen wir es an unserem bereits nachgerüsteten Kenwood Multimedia-Gerät an. Viel Spaß in diesem Video. Dann packen wir unsere Zenec ZER VC80 MT MK2 aus. Die schaut nämlich so aus. Die werden wir jetzt installieren. Das ist unsere Kamera, die kann man auch noch einstellen von der Höhe. Und das Kabel wird dann in den Innenraum gezogen, in den Trockenbereich. Und von da aus gibt es dann dieses Verlängerungskabel bis zum Autoradio vor, wo wir hier andocken. So, einmal. Und das haben wir nachher zum Schluss beim Autoradio, die Stromversorgung und das Videosignal. Unsere neue Rückfahrkamera, die werden wir hier in die Gegend montieren, dass sie hier ihren Platz findet. Wie wir jetzt mit dem Kabel da genau hinkommen, das zeige ich euch jetzt. Damit wir von hinten an die Kamera und an die Verkabelung drankommen, müssen wir beim Transporter hier nur diese Verkleidung entfernen. Da sind die gleichen Clips drin, wie sie auch an der Himmelführung dran sind, und die machen wir jetzt die restlichen hier noch weg, ganz easy und entspannt. Und dann gibt es noch den Henkel, den müssen wir noch wegmachen und gut. So, der Haken ist nämlich eingehakt. So, und wenn wir den rausnehmen, samt Beilagscheibe, können wir auch das Ganze hier entfernen. Verkleidung ist weg und jetzt kommen wir von innen auch an die Halterungen dran von dieser Kennzeichenhalterung, Kennzeichenleuchtenhalterung. Hier sieht man auch schon ein bisschen, dass es alles schon ein bisschen angerostet ist. Nicht gut an der Stelle, aber wohl bei dem Baujahr einfach normal. Jetzt kann man von außen das ganze gute Stück abnehmen. So, und auch abstecken. So, und haben wir es jetzt in der Hand. Hier haben wir verschiedene Durchführungen und Fixierungspunkte, aber das ist unser Durchführungspunkt fürs Kabel. Da gehen wir nachher auch noch direkt mit durch. Die Kamera schrauben wir mal auseinander, damit wir an die Schraublöcher rankommen. So, das müssen wir alles nochmal rausmachen. Und jetzt können wir das Kabel so durchziehen. Das wäre jetzt die lange Schraube, aber ich glaube, wir brauchen keine lange Schraube. Wir nehmen die ganz kurze, da liegen nämlich 2 Stück im Lieferumfang dabei. Die hier. Genau. Und das können wir nachher festmachen. Und da haben wir noch eine kleine Fixierungsschraube nachher, damit die nicht weg sich drehen kann. Und jetzt kommen wir hierher und müssen ein Loch bohren. Und zwar ein 6er Loch. Den Dichtklebestreifen können wir jetzt auch noch anbringen. So, das machen wir weg hier. Und den können wir wegreißen. So, und jetzt können wir das Ganze hier nochmal draufkleben. So. Und jetzt können wir die ganze Kamera hier befestigen. Okay, und jetzt können wir das Kabel hier an der Stelle schon wieder zurückziehen. Jetzt müssen wir noch die Beilagscheiben und die Mutter hier reinziehen, weil wir natürlich jetzt noch das hier festmachen müssen. Solange der Deckel noch nicht drauf ist, können wir jetzt auf der Seite die Mutter festhalten und auf der Seite entsprechend festziehen. Und jetzt können wir die Abdeckung wieder aufschrauben. So, und dann können wir nämlich das Kabel da unten auch noch durchziehen und fixieren. Damit das besser hebt, machen wir hier noch ein bisschen Bitumen ran. So, das tun wir da ein bisschen fixieren. So, und wir gehen durch das gleiche Loch, wie der hier vorgegeben ist, machen aber dafür nochmal eine schöne ein Bitumengrad außenrum,
damit es nachträglich auch noch richtig dicht ist. So, und das können wir jetzt alles wieder einbauen. So, hier mal das Kabel rein. Klick. So, und alles wieder ran. Jetzt ist es drin. Okay. Jetzt müssen wir unser Kamerakabel einmal bis hier durchziehen, und zwar bis zu dieser Ziehharmonika und dann ins Wageninnere. Und dazu können wir hier unseren Durchzugsband nehmen und da einführen, damit wir mal da durch sind. Und hier müssen wir die Gummimuffe öffnen, damit wir auch das Kabel dann entgegennehmen können. So, und da müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das bekommen. Ja, müssen wir vielleicht von da hinten durchziehen. Wir haben unser Zugband jetzt durch den Holm durchgezogen und haben es da an der Spitze mit einer Schraube versehen, damit das dünne Zugband nicht einfach nur in diesen Hohlräumen drin sich verliert und in dünnste Ritzen reinkommt. Dieser Schraubenkopf, der sorgt dafür, dass der praktisch problemlose hier durchläuft. Und jetzt haben wir es komplett durch und ziehen das Kabel von der Kamera bis hier zu der Muffe. So. Okay, und jetzt müssen wir das Kabel nur noch festmachen. Und bingo bongo. Jetzt kommt unser Kamerakabel noch durch die Ziehharmonika ins Fahrzeuginnere, beziehungsweise hier in den großen Durchgang hier rein. Da ist von innen bloß eine Gummimuffe dazwischen und von außen auch nur das Teil. Und das ziehen wir hier mit dem Durchzugsband und ein bisschen Silikonspray relativ easy durch. Das machen wir jetzt. So, jetzt ziehen wir das hier zusammen, machen hier eine ganz große Portion Silikonspray rein. Können wir da mal anfangen, das nach durchzuschieben. Da sind wir schon. Jawohl, da haben wir ihn. Und jetzt das Ganze durch. Ein bisschen nachhelfen. So. So, da haben wir ihn. Gut. Jetzt haben wir das soweit durch. Jetzt fangen wir von vorne an, das andere Kabel vom Radio bis hier hinter zu ziehen, wo wir das nachher zusammenstecken. Angeschlossen wird unsere neue Kamera an unserem bereits nachgerüsteten Kenwood DMX 7018 DABS. Und wir machen jetzt die Kabelführung hier rüber vom Autoradio weg, hinterm Handschuhfach, A-Säule und dann oben am Himmel entlang zurück. Und jetzt bauen wir mal alles auseinander. Insgesamt sind es hier im Handschuhfach 6 Torx, 20er Torx. Hier haben wir mal unseren USB nachgerüstet, den können wir jetzt rausnehmen. So, den lassen wir hier hängen derweil. Dann können wir unsere A-Säulenverkleidung wegmachen. Die ist auch nur geklippt. So, wunderbar. Gut, dann machen wir den hier raus. Genau, ganz vorsichtig. So, und da haben wir unser DMX 7180 und haben hier verschiedene Anschlüsse. Bei anderen Radios schaut das so anders aus, können teilweise Kabel rauskommen, Cinch-Kabel. Auf jeden Fall muss Rear View Camera oder Camera In dran stehen. Hier haben wir auf jeden Fall den Anschluss für die Camera In und da schließen wir jetzt unser neues Kabel mal an. Wir haben unser Kabel für die Rückfahrkamera, so dass wir jetzt hier alles verlegen können. Wir können natürlich jetzt auch im Radioschacht unseren Anschluss gleich mit reinlegen. So, weil wir machen jetzt hier mal in Camera In und den bräuchte man nur auf Masse legen, wenn das ganze Bild spiegelverkehrt wäre. Und wir müssen jetzt noch die 3 Kabel anschließen. Das ist Dauerplus, das ist Masse und das ist Zündungsplus. Und das haben wir alles hier und können genau die 3 Kabel somit abgreifen dafür und können hier uns auflöten. In unserem Video, wo wir das Multimedia-Gerät in den VW T5 eingebaut haben, haben wir ja schon erklärt, was wir eigentlich hier für Interfaces haben. Und hier haben wir ein CAN-Bus-Interface, das uns auch das Rückwärtsgangsignal ausgibt.
und an den Reverse-Eingang des Autoradios angeschlossen werden muss, damit das Radio auch weiß, wann ich einen Rückwärtsgang einlege und das Bild umgeschaltet werden muss. Das muss ich auf jeden Fall noch mit anschließen beim Anschluss der Rückfahrkamera. Hier in dem Fall ist es schon passiert gewesen. Hier jetzt nochmal unser Kamerakabel bis zur A-Säule vor. Das ist richtig schön Platz. Und jetzt geht es dann oben am Himmel weiter. Und wir können das Handschuhfach schon mal wieder festmachen. Den Himmel aufmachen. In dem Fall fangen wir mal hier vorne an mit dem Handgriff und schrauben den weg. Und dann können wir auch hier an der Seite, das ist alles geklippt. Das kann man so wegziehen. Da unten drin auch. So. Und das langt uns schon, um das Kabel jetzt dann durchzuziehen. So, und jetzt können wir das alles hier so weglupfen. Ganz easy können wir hier die Kabel durchlegen. Bei unserem T5 haben wir ja so einen kleinen Ausbau drin mit anderen Verkleidungsteilen. Die lassen sich aber auch sehr leicht entfernen. Das sind so Kunststoffclips, die mit einem Imbus aufgeschraubt werden und sich damit lösen. Und das können wir natürlich bis hinter ganz easy machen und das Kabel nach hinten legen. Jetzt haben wir das Kabel also bis hinter verlegt und können jetzt eine Verbindung zu unserer Kamera herstellen. Und da ziehen wir in diesen großen Schacht, also da kann man wirklich gut durchlangen, das Kabel mal nach innen rein, macht es hier von außen wieder dicht. Und jetzt können wir das zusammenstecken und das ganze Kabel als Schlaufe in diesen Holm rein tun. Und hier rein. So, und dann kann man das von hier aus immer auseinanderstecken, sollte man an der Kamera mal was machen. So, dran. Jetzt haben wir tatsächlich festgestellt, dass die Kamera nicht ganz richtig montiert ist, weil es kommt auch in der Anleitung nicht ganz so hervor, dass man die Kamera so montieren muss, dass dieses Teil auf der anderen Seite drüben ist, weil das Bild lässt sich nur horizontal spiegeln und nicht vertikal. Geil, Rückfahrkamera eingebaut, Rückwärtsgang einlegen, schaltet automatisch unser Rear-View-Bild zu uns her und unser Besitzer des Fahrzeugs wird sich sicherlich richtig freuen, wenn er jetzt weiß, wie knapp es vielleicht hinten dran ist oder nicht. Hier sind alle Parkrempler jetzt hoffentlich Vergangenheit. Ich hoffe, für euch war es eine coole Anleitung zu sehen, was hat es mit so einer Rückfahrkamera auf sich, wie ist das alles zu installieren, auf was muss man aufpassen, so wie wir unseren Fehler mit der Kamera falsch rum. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sind übrigens auch auf Instagram und würden uns freuen, wenn ihr uns da auch folgt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Ich mir auch. Bis dann, euer Olli.